Betriebsräten Klaus Ernst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme aus einer Region, der ein oder andere weiß, das ist Schweinfurt und Umgebung, wo das, was hier bei euch stattfindet, gang und gäbe war. Vor kurzem wollte bei uns der Siemens-Konzern in Bad Neustadt einen Betrieb mit 2000 Beschäftigten 800 Leute entlassen, obwohl, wie man weiß, der Siemens-Konzern ein höchst profitables Unternehmen ist. Was ist passiert? Die Beschäftigten haben sofort die Arbeit niedergelegt. Gemeinsam mit der Stadt hat sie sich gewehrt, 800 sollten entlassen werden, das Unternehmen hat 2000 Leute, 8000 Leute waren in Bad Neustadt an der Saale, auf dem Hof, am Marktplatz und haben letztendlich gegen diese Kündigungen protestiert. Dann sind die nach München gefahren. Da war sogar die kommunale Feuerwehr dabei, Kolleginnen und Kollegen. Wahrscheinlich hat der Siemens-Vorstand gemeint, es brennt, weil plötzlich die Feuerwehr am Wittelsbacher Platz war. Das Ergebnis war, Kolleginnen und Kollegen, es gibt in diesem Unternehmen keine einzige betriebsbedingte Kündigung. Die Schließung des Werkes wurde verhindert. Ich erzähle das, weil dieses Beispiel zeigt, dass es tatsächlich Sinn macht, sich zu wehren und dass man nicht alles hinnehmen muss, sondern dass es tatsächlich erfolgreich sein kann, wenn man aufsteht. Und hier, euer Motto ist, eine Region steht auf. Das war auch das Motto bei uns in Bad Neustadt und es kann erfolgreich sein. Und ich möchte nur 2, 3 inhaltliche Punkte sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß ja, um was es hier geht. Da sollen die Arbeitsplätze verlagert werden, weil in Ungarn und anderswo möglicherweise die Arbeitnehmer bereit sind, zu niedrigeren Löhnen zu arbeiten. Das ist der Sinn. Dieselben Kolleginnen und Kollegen, die uns vergleichen mit den Arbeitnehmern in Ungarn, die uns vergleichen mit den Arbeitnehmern in Polen, in Tschechien oder sonst wo, die vergleichen sich selbst mit den Amerikanern oder möglicherweise mit den Engländern, wo die Manager höhere Verdienste haben, angeblich als wie bei uns. Wir können Ihnen nur sagen, wir können auch anders. Dann nehmen wir uns vielleicht einmal billigere Manager aus Polen. Vielleicht kommen die nicht auf die Idee, dass sie die Arbeitnehmer permanent mit anderen vergleichen. Ich möchte einen zweiten Punkt bringen. Da werden in der Bundesrepublik Deutschland permanent die Löhne nach unten gedrückt. Da wird permanent entlassen und verlagert, weil man sagt, woanders ist es billiger. Und gleichzeitig will man aber in Deutschland die Waren verkaufen, die wir da möglicherweise von woanders wieder nach Deutschland importieren. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht aufgehen. Wenn man den Arbeitnehmern, die in Deutschland produzieren, übrigens egal, ob das Deutsche, Türken, Italiener oder sonstige sind, die hier produzieren und arbeiten, wenn man denen permanent die Löhne kürzt, dann kann man irgendwann hier auch nichts mehr verkaufen, dann ruiniert man sich selber. Ja. Das Problem ist allerdings, dass sie selber, dass die darüber entscheiden, nach anderen Maßstäben gehen, immer nach den betriebswirtschaftlichen Maßstäben und nicht nach den Maßstäben der Volkswirtschaft. Das ist wie mit einem Menschen, der den Blinddarm rausoperiert hat. Der hat furchtbar Durst. Der will was zu trinken. Wenn man ihm aber was zu trinken gibt, bringt es sie um. Die Unternehmen wollen immer höhere Profite. Wenn man die dauernd den höheren Profit gibt, bringen sie sich selber um. Da müssen sie ein wenig vor sich selber schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein bisschen vor sich selber. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem wunderschönen Land. Bayern ist ja wirklich weiß Gott schön. Und wisst ihr was? Wir haben auch eine traumhafte Verfassung in diesem Land. Ich habe die immer dabei. Das ist die kleine Ausgabe. Da will ich euch jetzt mal was vorlesen aus dieser Verfassung. Da heißt es, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Dies ist der Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit. Da steht nirgends, der Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit ist größtmöglicher Profit für einige und größtmögliche Armut für den Rest. Das steht nicht in der bayerischen Verfassung, liebe Kollegen. Und in der bayerischen Verfassung heißt es weiter, Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Das sind wir, die Gesamtheit.
Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Missbrauch des Eigentums oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. Wisst ihr, was das heißt, wenn man die Verfassung ernst nimmt? Wenn sich Unternehmen so verhalten, wie sie das bei Zarges und anderswo tun, ist nach der bayerischen Verfassung ihr Eigentum nicht mehr geschützt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann ist ihr Eigentum nach der bayerischen Verfassung nicht mehr geschützt. Und vorher ist die Frage gestellt worden, was denn im Parlament passiert. Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich kann euch sagen, die Anträge liegen vor und die Anträge haben wir gestellt und die Anträge wurden abgelehnt. Und was wären die wichtigen Forderungen? Die richtige Forderung, die man einbringen muss im Parlament, ist erstens ein bei weitem verbesserter Kündigungsschutz. Warum ist es möglich, dass Unternehmen, obwohl sie Profit sind, einfach entlassen können und dann die Kosten für die Entlassung auf die Gesellschaft aufbürden können? Warum ist das zulässig? Bei uns diskutiert man über eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land und keinen schlechteren. Die bayerische Verfassung und den Eigentumsschutz zurück. Eigentum ist nur dann geschützt nach der bayerischen Verfassung, wenn es auch zum Zwecke der Allgemeinheit, zum Zwecke des Gemeinwohls eingesetzt wird. Wir schlagen vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass in den Aufsichtsräten, in den entscheidenden Gremien der Unternehmen auch die Arbeitnehmer ein Vetorecht bei bestimmten Entscheidungen haben. Warum dürfen eigentlich die Arbeitgeber alleine entscheiden, wenn es um die Frage der Verlagerung von Arbeitsplätzen geht? Warum eigentlich? Warum dürfen die alleine entscheiden, die Arbeitgeber, wenn es um die Frage von Entlassungen geht? Warum dürfen die alleine entscheiden, obwohl sie profitabel sind, dass ein Werk verlagert wird? Die Unternehmen, die wir hier in der Bundesrepublik haben, auch die wir hier in Schweinfurt haben, oder die wir hier haben in Peiting, oder die wir in München oder sonst wo haben, das sind Unternehmen, die sind nicht von den Unternehmern alleine aufgebaut worden. Da seid ihr am Samstag, am Sonntag, von Montag bis Freitag in Schichten, in Sonderschichten rein und habt den Laden aufgebaut. Deshalb habt ihr ein Recht, auch mitzureden, was mit diesem Unternehmen passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erfolgreich ist euer Widerstand dann, und das ist der Schluss, den ich euch mitgeben will, erfolgreich ist er dann, wenn ihr den langen Atem habt. Wenn ihr wisst, dass ihr so eine Auseinandersetzung nicht an einem Tag gewinnen könnt. Bei uns in der Bundesrepublik ist es oft so, wir protestieren dann am Samstag, dann gehen wir heim aufs Bier und schauen ein bisschen Fernsehen und die Sache ist erledigt. Da machen die das in Frankreich anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ist der ein oder andere, der sowas macht wie bei euch, dann schon mal ein bisschen gekidnappt worden. Ne? Ein bisschen gekidnappt worden. Ich will nicht sagen, dass das die beste Lösung ist. Aber ich will sagen, dass wir uns nicht mehr alles gefallen lassen dürfen, was man in den letzten Jahren mit uns hier in diesem Land gemacht hat. Auseinandersetzung einstellt. Dass wir gucken, dass wir Solidarität organisieren. Dass wir gucken, dass wir diese Auseinandersetzung hier in Peiting, über Peiting hinaus ausweiten. Dass auch in den anderen Regionen bekannt ist, dass dort eine Region aufsteht und sich wehrt, weil natürlich nicht nur die betroffen sind, die unmittelbar in dem Unternehmen schaffen, sondern natürlich auch die Leute, die hier eine Wirtschaft betreiben. Selbst der Pfarrer ist betroffen, wenn die Leute abwandern, weil sie hier keine Jobs mehr haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Selbst der Pfarrer. Deshalb sage ich, da müssen wir den langen Atem haben, wir müssen es gemeinsam hinkriegen, wir müssen uns vernetzen. Und das, was wir dazu beitragen können, als Linke im Deutschen Bundestag und sonst wo, das werden wir tun, um diese Auseinandersetzung zu unterstützen. Danke euch fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung der Politik. Ich bin gerade noch auf einige aufmerksam gemacht worden, die natürlich auch da sind und die noch nicht begrüßt wurden. Ich habe jetzt einfach pauschal von der SPD auch Bürgermeister und von den Grünen einige Mandatsträger. Herzlich willkommen, Bürgermeister Helmut Unter, einige andere, die ich so aus der Ferne